Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Artemisia annua, auch bekannt als einjähriger Beifuß, hat eine überraschend lange Tradition in der ganzheitlichen Heilkunst. Ursprünglich aus Asien stammend, hat diese Heilpflanze ihren festen Platz in der traditionellen chinesischen Medizin eingenommen und wird heute weltweit wegen ihrer bemerkenswerten Wirkungen geschätzt. Barbara Simonsohn präsentiert in ihrem Kompaktratgeber nicht nur fundiertes Wissen rund um die vielseitige Pflanze, sondern auch praxisnahe Tipps für die Anwendung im Alltag. Das Buch beleuchtet Artemisia annua als eine der vielversprechendsten Heilpflanzen unserer Zeit und öffnet Wege, wie antibakterielle, antivirale und immunstimulierende Eigenschaften gezielt genutzt werden können. Simonsohn greift dabei auf wissenschaftliche Erkenntnisse, Erfahrungsberichte sowie eigene Recherchen zurück, die sie verständlich und kompakt zusammenfasst. Ob zur Stärkung des Immunsystems, in der Prävention oder zur ergänzenden Behandlung von Infekten. Artemisia annua gilt als natürliche Alternative, die auch chronisch Kranken neue Impulse geben kann. Damit ist der Ratgeber ein wertvoller Begleiter für alle, die ihre Gesundheit bewusster und natürlicher stärken möchten, ohne auf moderne Forschung zu verzichten. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens. Artemisia annua. Geschichte und Tradition. Der einjährige Beifuß, Artemisia annua, besitzt in Asien, insbesondere in der traditionellen chinesischen Medizin, eine jahrhundertelange Geschichte als vielseitige Heilpflanze. Der Ratgeber beginnt mit einer anschaulichen Darstellung dieses historischen Hintergrunds. Dabei geht Barbara Simonsohn auf die alten Anwendungsmethoden ein, die bereits vor Jahrhunderten genutzt wurden, um unterschiedliche Beschwerden zu lindern. Besonders eindrucksvoll ist die Rolle der Pflanze bei der Malaria-Behandlung, für die Yu Tu 2015 den Medizin-Nobelpreis erhielt. Dies verdeutlicht, wie moderner wissenschaftlicher Fortschritt und traditionelle Pflanzenkunde sich gegenseitig bereichern können. Zusätzlich findet eine Brücke zur europäischen Kräuterheilkunde statt. Auch dort wird Artemisia seit langem zur Vorbeugung und Behandlung eingesetzt. Verständnis für die lange Tradition von Artemisia annua hilft, das Potenzial der Pflanze für die heutige Anwendung zu erkennen. Zweitens. Antibakterielle und antivirale Wirkungen. Ein zentrales Thema im Buch ist die Darstellung der antibakteriellen und antiviralen Wirkungen von Artemisia annua. Simonsohn erläutert, wie die Pflanze mit ihren zahlreichen Inhaltsstoffen, allen voran dem Wirkstoff Artemisinin, gegen unterschiedlichste Erreger wirkt. Dazu gehören Bakterien, Viren, Protozoen und sogar Pilze. Zahlreiche Forschungsarbeiten zeigen, dass Artemisia annua auch gegen moderne Problemkeime wie multiresistente Bakterien Wirkung zeigte. Praktische Hinweise ermöglichen die Anwendung zu Hause etwa als Tee, Tinktur oder Extrakt. Spezialthemen wie die Rolle bei Grippe, Erkältungen sowie Covid-19 und anderen viralen Infekten werden anhand aktueller Forschung verständlich zusammengefasst. Damit bietet das Buch konkrete und ermutigende Impulse für den gezielten Einsatz der Pflanze in der Selbsthilfe und Prävention. Drittens. Immunstimulierende Eigenschaften. Neben ihren direkten Wirkungen auf Keime ist die immunstimulierende Kraft von Artemisia annua ein weiteres zentrales Thema. Barbara Simonsohn erklärt, wie die sekundären Pflanzenstoffe des einjährigen Beifußes das körpereigene Immunsystem stärken. Durch die Aktivierung von weißen Blutkörperchen und anderen Immunzellen kann der Körper Infektionen effektiver abwehren. Das Buch bietet wissenschaftliche Hintergründe, etwa über die regulatorische Wirkung auf Immunbotenstoffe, Zytokine, und beschreibt, wie regelmäßige Einnahme den Organismus widerstandsfähiger machen kann. Indem Simonsohn auf die positiven Effekte bei Autoimmunerkrankungen oder chronischen Entzündungen eingeht, zeigt sie, warum Artemisia annua als adaptogene Heilpflanze immer mehr Aufmerksamkeit erlangt. Die praktische Umsetzung wird durch Rezepte und Dosierungsempfehlungen leicht nachvollziehbar. Viertens. Anwendungsmöglichkeiten und Praxistipps. Von besonderer Bedeutung ist die Vermittlung alltagstauglicher Anwendungsmöglichkeiten.
Simonsohn richtet sich an Menschen, die Artemisia annua sowohl präventiv als auch therapeutisch nutzen wollen. Im Ratgeber finden Leserinnen und Leser übersichtliche Rezepte zur Herstellung von Tee, Tinkturen, Salben und Ölauszügen. Auch die Dosierung und sichere Anwendung werden verständlich erklärt. Ein Kapitel widmet sich der Frage, wie die Qualität beim Kauf zu beurteilen ist und worauf bei der eigenen Aufzucht zu achten ist. Erfahrungsberichte aus unterschiedlichen Lebenslagen, zum Beispiel von Menschen mit wiederkehrenden Infekten oder chronisch Erkrankten, machen Mut zur Selbstanwendung. Auch die synergistische Wirkung mit anderen Heilpflanzen wird beleuchtet, sodass ein ganzheitlicher Ansatz klar wird. Schließlich Chancen und Grenzen. Wissenschaftlicher Kontext. Das Buch geht differenziert auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse rund um Artemisia annua ein. Barbara Simonsohn betont die beeindruckende Anzahl an Studien zur Wirkung der Pflanze, weist aber auch verantwortungsvoll auf Grenzen und mögliche Nebenwirkungen hin. Sie erklärt, für wen Artemisia besonders geeignet ist und wann Rücksprache mit Ärztinnen oder Therapeuten ratsam bleibt. Der Kompaktratgeber vermittelt so einen realistischen Blick. Artemisia annua ist kein Wundermittel, sondern eine hochwirksame Heilpflanze, die im Kontext gesunder Lebensführung und verantwortungsvoller Anwendung ihre Kräfte entfalten kann. Die Autorin plädiert für eine kritische, offene Haltung und eine Verbindung von traditionellem Wissen und moderner Wissenschaft. Zusammenfassend: Artemisia annua. Heilpflanze der Götter ist ein ideales Buch für Menschen, die Interesse an natürlichen Heilmitteln und ganzheitlicher Gesundheit haben. Besonders empfehlenswert ist es für Leserinnen und Leser, die eine Alternative oder Ergänzung zu schulmedizinischen Maßnahmen suchen und offen für die Erprobung bewährter Naturheilmethoden sind. Chronisch Kranke, Menschen mit häufigen Infektionen, aber auch alle, die präventiv ihre Gesundheit stärken möchten, finden hier wertvolle Impulse. Die Autorin vermittelt nicht nur das notwendige Hintergrundwissen, sondern auch praktische Rezepte und Tipps, die direkt im Alltag umsetzbar sind. Wer den Wunsch hat, sein Immunsystem mit natürlichen Kräften zu unterstützen oder sanfte Pflanzenmedizin als Ergänzung zur eigenen Gesundheitsstrategie zu entdecken, wird von diesem Buch profitieren. Im Unterschied zu vielen anderen Ratgebern zeichnet sich Simonsohns Werk dadurch aus, dass es sowohl die wissenschaftliche Forschung als auch jahrhundertelange Erfahrungswerte und praktische Anwendung zusammenbringt. Dies schafft Vertrauen und Motivation, sich selbst mit Artemisia annua auf sichere Weise auseinanderzusetzen. Somit ist dieses Buch eine lohnende Investition für alle, die sich selbstbestimmt, informiert und gesundheitsbewusst entwickeln möchten. Wenn Sie unterstützen möchten, Barbara Simonsohn, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.